Hallo liebe Freunde, long time no see. Wir wissen, dass wir uns sehr lange nicht mehr bei euch gemeldet haben. Unser letztes Video ist schon vor 5 Monaten hochgeladen worden. Und selbst das war nichts Aktuelles damals, sondern Altmaterial. Das hatte den Grund, dass ich mir damals einfach nicht vorstellen konnte, was Aktuelles zu schneiden, da es uns nicht sehr gut ging. 10 Monate ist es jetzt her, seitdem wir von Indonesien aus nach Hause geflogen sind mit unseren Fahrrädern, nachdem wir wirklich 2024 ein absolutes Highlight-Jahr hatten und durch Neuseeland gefahren sind und dann tatsächlich durch die Mitte von Australien. Wenn ich jetzt daran denke, ist es manchmal schon so ein bisschen surreal sogar. War das wirklich ich? Waren das wirklich wir, die das gemacht haben? Und ja, wir hätten uns damals vor diesen 10 Monaten mit dem Rückflug nach Deutschland nicht vorstellen können, wie schnell sich doch unser Leben ändern kann. Und müssen leider sagen, dass nachdem wir 2 Wochen gerade mal zu Hause waren und Zeit mit Freunden und vor allen Dingen auch der Familie verbracht haben, mein Vater leider einen schweren Schlaganfall hatte. Und sich damit natürlich die Dinge von jetzt auf gleich sehr geändert haben und alles andere erstmal überhaupt nicht mehr existent war. Und wir wirklich eine sehr schwere Zeit durchgemacht haben. Alles war so ein bisschen wie in einem Tunnel. Und mein Vater war auch 6 Monate lang nur im Spital und in der Reha. Und Papa, ich weiß, dass du unsere Videos noch guckst, wenn du das siehst. Ich bin unglaublich stolz auf dich, was du alles geleistet hast und dass du nie aufgegeben hast und nie den Mut verloren hast und immer weitergemacht hast. Ja, man glaubt gar nicht, wie einfach das doch ist, immer alles zu teilen, wenn das Leben so läuft, wie man sich das vorstellt und man einfach eine schöne Zeit hat. Und wie anders das einfach ist, wenn es mal nicht so läuft. So langsam kommt aber wieder ein bisschen Normalität zurück und wir haben uns daran erinnert, wie viel Spaß es uns eigentlich immer gemacht hat, auch unser Leben mit euch zu teilen. Fuck, Mann! Und möchten da einfach auch hier und jetzt und heute wieder irgendwie mit anfangen. Und bisher waren das immer frohe, lustige Abenteuer-Radreisegeschichten. Aber das Leben ist halt leider nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und man kann halt leider nicht immer nur auf Radreisen sein. Manchmal holt einen die Realität auch ganz schön hart wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Außerdem müssen wir sagen, dass uns ein paar Dinge so ein bisschen auch aus unserer Lethargie aufgeweckt haben. Das war vor allen Dingen ein Buch, was uns zugeschickt wurde. Weniger der Inhalt, denn wir haben es noch nicht gelesen, mehr die Widmung. Und zwar schreibt Ike: Für Franzi und Fabian, ohne euch hätte es dieses Buch wahrscheinlich nie gegeben. Vielen lieben Dank, Ike, für diese Widmung vor allen Dingen. Ja, hat uns doch so ein bisschen zu denken gegeben, dass wir da doch vielleicht auch einige Leute mit unseren Videos ganz gut erreicht haben und motivieren konnten und inspirieren konnten. Und das hat uns einfach nochmal so ein bisschen daran erinnert, wie schön das eigentlich war. Ja, außerdem stehen da drüben einfach noch 2 E-Bikes, die uns zugegangen sind vor einiger Zeit, die darauf warten, von uns ausgepackt zu werden und die wir testen dürfen. Dann haben wir noch eine sehr interessante Anfrage bekommen. Man soll uns ja auch immer noch im Internet finden unter Quit & Go, wenn man Radreise eingibt, unsere Website, von einem Tourismusbüro aus den Niederlanden, ob wir beiden nicht Lust hätten, eine neue Radfahrstrecke zu testen. Und ja, das fanden wir irgendwie auch so super cool und hätten da total Lust drauf gehabt. Und das waren alles so Dinge, die uns einfach wieder so ein bisschen auch ins Hier und Jetzt katapultiert haben und uns wo wir uns einfach gedacht haben, was machen wir hier eigentlich? Warum machen wir nicht wieder das, was uns Spaß macht? Wer sich jetzt übrigens fragt, wo eigentlich Fabi ist und warum die Alte hier alleine sitzt auf der Couch. Fabi ist Luftlinie ca. 200 Meter von hier und tut das Einzige, was er kann, nämlich LKWs disponieren.
Denn Leute, das Leben in Deutschland ist leider ein bisschen teurer als das Leben auf dem Fahrrad und im Zelt in anderen Ländern. Endlich kann man sich mal wieder Parmesan und Hackfleisch leisten. Wir haben unser Zelt hier jetzt im Busch an der Straße aufgebaut. Alleine die Krankenversicherung ist einfach 3-mal so teuer, wenn man in Deutschland ist. Warum auch immer. Und natürlich sind unsere YouTube-Einnahmen selbstverständlich nach unserer Rückkehr sowas von eingebrochen. Da könnte man noch nicht mal einen Hamster mehr mit durchfüttern. Apropos Hamster, wir haben da bald sowas Ähnliches, was wir durchfüttern müssen. Ich glaube, man kann jetzt schon nicht mehr wirklich übersehen, dass ich schwanger bin. Und unser Sohn wird im August geboren werden. Ja, wir freuen uns natürlich enorm. Gerade nach der schweren Zeit kommt uns das irgendwie doch wirklich vor wie ein Geschenk tatsächlich. Und warum das wirklich so ist und ich eigentlich dachte, dass ich entweder schon in die Wechseljahre komme oder einfach einen Hirntumor habe, kein Witz, aber alles andere und nicht schwanger sein könnte, wollen wir euch gerne nochmal zu zweit in einem Video erzählen, was es damit auf sich hat. Ich habe mir auf jeden Fall immer schon geschworen, dass ich niemals diesen, für mich finde ich, total bekackten Satz sagen werde. Und jetzt starten wir in unser neues Abenteuer und damit die Elternschaft meinen werde. Also werde ich sowas jetzt auch nicht zu euch sagen. Ansonsten haben wir uns einfach noch einen 20 Jahre alten Opel Astra gekauft, damit wir uns hier in Deutschland, jetzt wo wir wieder sesshaft sind, natürlich auch standesgemäß fortbewegen können. Allerdings kosten unsere Fahrräder einzeln immer noch mehr als unser Auto, deswegen stimmen mindestens noch die Prioritäten. Apropos Fahrrad, mein Fahrrad habe ich auch nach diesen vielen Monaten, 10 Monate, mal von den Strapazen des Outbacks und den Strapazen der Flüge, die dieses Fahrrad überstehen musste, zur Inspektion gebracht und es einfach mal wieder auf Vordermann bringen lassen. Ich war dazu hier um die Ecke bei uns bei der Fahrradschmiede in Bramsche und muss wirklich sagen, das war richtig toll. Die waren so freundlich und schnell und kompetent und alles ging super reibungslos. Die kannten sich mit Rohloff aus und auch mit den Magura. Ich bin super zufrieden und muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön aussprechen an die Fahrradschmiede Bramsche. Das heißt, wenn ihr aus der Gegend kommt, und ich weiß, einige kommen ja hier aus dem Osnabrücker Land und Umkreis, könnt ihr die Fahrradschmiede gerne mal abchecken. Ja, außerdem habt ihr gesehen, ich sitze auf einem Sofa und nicht mit einer Matte auf dem Boden. Ich habe Raufasertapete um mich herum und keinen Zeltmesh-Himmel. Ich befinde mich also in einer Wohnung. Wir wohnen aktuell auf 28 Quadratmeter, Einzimmer, Küche, Bad. In unserer Straße ist ein Puff. Wir wohnen im Industriegebiet und unter uns ist eine Hip-Hop-Tanzschule. Manche würden sagen, es ist nicht ideal. Für uns, nachdem wir ja 3 Jahre zusammen 24/7 gereist sind und im Zelt geschlafen haben, ist es absoluter Luxus. 28 Quadratmeter ist fast schon viel zu viel. Wir verlaufen uns schon manchmal. Ja, anstatt uns mit unserem Zahnputzwasser auch noch das Gesicht zu waschen, weil wir nicht mehr so viel Wasser haben, haben wir jetzt ein Waschbecken im Badezimmer mit fließend Wasser. Und anstatt unser Geschirr mit Sand und Erde abzuwaschen, weil wir gar kein Wasser mehr haben, haben wir auch in der Küche ein Waschbecken mit fließend Wasser. Anstatt unser Zelt jeden Abend auf und jeden Morgen wieder abzubauen, haben wir hier ein Bett, was hier immer stehen bleibt, wo man sich einfach reinlegen kann zu jeder Zeit. Anstatt eine kleine Flamme auf unserem Benzinkoffer haben wir jetzt ein Herd, einen Backofen und eine Mikrowelle. Man könnte also meinen, das Leben sei doch sehr viel einfacher geworden, seitdem wir wieder in Deutschland sind und diese Wohnung haben. Unserer Meinung nach ist es das leider nicht. Denn was bringt das alles mit sich? Verpflichtungen und Verantwortung. Aber Leute, ich kann euch beruhigen, wir haben ja auch so langsam, wo die Normalität wieder in unser Leben einkehrt und die Freude zurückkommt, wieder ganz viele Ideen und die Verrücktheit und das Unkonventionelle in uns dringt natürlich wieder durch. Deswegen sind wir aktuell auf der Suche nach einem Wohnmobil. Wer hätte das gedacht? Das ist ja irgendwie so ein bisschen die natürliche Evolution, Radreise und Wohnmobil oder Van. Das haben ja auch schon andere vorgemacht, wenn dann Nachwuchs kommt. Das ist anscheinend auch unsere natürliche Evolution. Und wir sind gerade aktuell sehr damit beschäftigt, wie wir trotz dessen,
dass wir in Deutschland sind, dass wir eine Wohnung haben, Fabi leider 50 Stunden die Woche mindestens arbeiten muss, um uns hier durchzufüttern und die Miete zu bezahlen und unsere Versicherung zu bezahlen und irgendwie ein bisschen Babyausstattung zu kaufen, wird auch natürlich gebraucht, nicht in das Hamsterrad zu gelangen. Denn wenn das eine Sache ist, die wir auf diesen 3 Jahren unterwegs gelernt haben, wir wollen nicht zu viel Geld haben und zu wenig Zeit, sondern das Ganze andersrum machen. Und viele Leute haben, glaube ich, bis zum Ende ihres Lebens immer noch nicht verstanden, was das wirklich Wichtige im Leben ist, und zwar Zeit. Zeit. Weniger haben, mehr Zeit für sich selber, für die Liebsten und für die Natur, alles, was man gerne macht, die Welt zu entdecken. Das wollen wir uns beibehalten und da sind wir auf dem Weg. Und ja, hoffen, dass uns das gelingt. Und jetzt sind wir erstmal sehr gespannt auf eure ganzen Reaktionen in den Kommentaren, denn das war für uns natürlich auch immer das Schöne, wenn wir ein Video hochgeladen haben, dann in die Kommentare zu gucken, egal wie kritisch sie waren, also haut raus, und zu gucken, was ihr da so schreibt und uns mit euch auszutauschen. Also bis zum nächsten Video und wir sehen uns jetzt in der Kommentarfunktion.